Möchte hier irgendjemand mit uns reden? Wenn du dich auf das Gerät in meiner rechten Hand zubewegst, dann leuchten die Lämpchen auf. Dann wissen wir, dass du hier bist. Möchte sich hier jemand mit uns unterhalten? Weiter hochgehen. Irgendjemand hier, der mit uns reden möchte? Ich habe von jemandem die Information erhalten, dass ihr hier zu dritt seid. Ist das richtig? Ich weiß nicht, ich traue der Treppe nicht. Irgendjemand hier? Du kannst dich auf uns zubewegen. Dann reagiert das Gerät und wir sehen, dass du da bist. Hier ist irgendwas. Stopp. Hast du was? Warte mal. Ich hatte gerade was gehabt. Genau neben euch, also hier im Flur. War grad, Da war gerade was gewesen. Hallo, bist du hier bei uns? Lass doch mal bitte das Gerät in meine Hand ausschlagen, wenn du hier bist. Wir machen dir auch nichts. Wir wollen nur mit dir reden. Lass uns mal da reingehen. Welche Richtung? Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt links, rechts oder wo war. Auf jeden Fall war hier was drauf. Hier. Standst du gerade eben im Flur? Kann das sein? Hast du dich gerade eben kurz gezeigt? Kannst du dich noch mal zeigen im Flur? Wäre das möglich? Hab dich eben gesehen. Würden uns sehr freuen, wenn du dich mal kurz noch mal zeigen würdest im Flur. Kannst auch gerne auf dem Gerät, was die Sarah in der Hand hält, kannst du uns auch gerne was drauf sprechen. Da versucht sich irgendwas zu manipulieren. Siehst du das? Ja gut, das kann aber auch jetzt das Treppengeländer sein. Ne? Aber ich hatte genau im Prinzip hier in dieser Mitte, vorhin vom Treppenhaus hochgehen, hatte ich was drauf gehabt. Wenn du hier anwesend bist, dann komm doch mal wieder auf uns zu. Du brauchst auch keine Angst zu haben, wir tun dir nichts. Wir möchten nur mit dir kommunizieren. Ich kann ja mal zu dir rüberkommen. So wie du entfernt bist. Ich standest du genau hier. Dann näher dich dem René doch mal. Vielleicht auch hier in diesem Nebenraum gewesen.
Ist es richtig, dass ihr hier 2 männliche und eine weibliche Person seid? Kein Punkt hier, wo sich irgendwie hinzieht. Hier rüber. Ins Treppenhaus. In die Ecke. Da in die Ecke. Ja, aufgenommen haben. Höchstens vielleicht mal die Kinect mal mitnehmen. Dann vielleicht mal hierhin positionieren. Da wo wir im Prinzip auch das Bild hier auch drauf hatten. Da oben ist was. Da oben ist es. Da oben kauert sich, Jetzt ist es weg. kauert sich irgendwas zusammen. Zeig dich uns noch mal. Da oben. Oben am Balken. Gehörst du mit zu den 3 Leuten, die hier Tatsache. leben? Da oben. Es ist aber jetzt nicht der Balken in der Mitte, sondern es ist eigentlich mittendrin. Wo jetzt so erstmal. Das ist ja schon, weil der Balken eben hat er ja eine richtige Statur von dem Balken angenommen. Nur hier das jetzt, das ist ja eher eine menschliche Statur. Ich meine, klar, man muss immer aufpassen bei der Kinect, ne? Aber. Ja, schon. Hochhalten, mal gucken, was immer noch macht. Jetzt da rein. Macht das nämlich nicht. So macht es nicht. Ich hab das Licht jetzt mal ausgemacht. So, wenn dir das zu hell ist, ich stehe jetzt hier, kannst dich gern näher kommen, so dass das gerade 2 Meter ausschlägt. Bist du da beim Andi im Raum? Was ist los? Ich kann den ganzen Körper kriege ich Gänsehaut. Kannst du dich noch mal auf der Kamera zeigen? Wir haben dich gerade eben gesehen. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stockwerk tiefer, oder? Unzählige Sehenswürdigkeiten schmücken unser Land. Unter anderem verbirgt sich, versteckt auf einem wild bewachsenen Berg in Rheinland-Pfalz, eine Attraktion, die mit einem Hotel in Verbindung steht. Es war ein beliebter Anziehungspunkt für Touristen und beförderte in den Jahren von 1887 bis 1979 bis zu 400 Personen täglich in das Bergareal. Leider wurde das Schmuckstück 1979 stillgelegt, weil der Stadt die Mittel fehlten, um die Auflagen des TÜVs zu erfüllen, und dementsprechend steht es nunmehr seit 30 Jahren still. Nicht nur der Zahn der Zeit, sondern auch Vandalismus haben dazu beigetragen, dass man sich heute nicht mehr vorstellen kann, wie schön es einst da gewesen sein muss. Das Team der Grenzlichter hat sich auf den Weg gemacht, um etwas über die Vergangenheit des Gebäudes in Erfahrung zu bringen und um herauszufinden, ob nicht vielleicht doch noch etwas Leben in dem so lange verlassenen Gebäude nachzuweisen ist.
Bevor wir unsere erste Session starteten, hatten wir natürlich wie immer uns Gedanken gemacht, wo fangen wir denn an? Naja, dann wurde uns eigentlich ganz schnell klar, wir fangen in dem Herzstück an, und zwar war das der Flur in der 2. Etage. Um da vorab schon ein bisschen Ruhe reinzubringen, haben wir eine reine EVP-Session einfach mit K2 Meter gemacht. Mit euch Kontakt aufnehmen, mit euch ein bisschen kommunizieren. Ich stelle mich mal vor, ich bin der Andreas. Ich bin die Sarah. Ich bin der René. Und wir würden gerne heute ein bisschen über euch erfahren. Wir haben hier ein Gerät, mit dem könnt ihr euch bemerkbar machen, indem ihr dieses Lämpchen noch leuchtet sie grün. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die mal ausschlagen lassen. Das heißt, wenn ihr da seid, schlägt dieses Gerät aus. Und ihr könnt das bis rot ausschlagen lassen. Und das wäre nett, wenn ihr das mal versuchen würdet. Ihr müsstet euch dafür auf uns zubewegen. Ist denn hier irgendjemand bei uns? Seid ihr freiwillig hier? Oder müsst ihr hier bleiben? Wenn ihr hier bleiben müsst, wisst ihr warum? Habt ihr hier gelebt? Also mir hat jemand erzählt, dass wir hier 3 von euch antreffen würden. Seid ihr zu dritt hier? Eine Frau und 2 Männer sollen hier anwesend sein. Seid ihr freiwillig hier? Oder müsst ihr hier bleiben? Wenn ihr hier bleiben müsst, wisst ihr warum? Das ist ein Fuchs. Echt? Ja. Andi, vielleicht wollen wir mit dir sprechen. Ich habe bis jetzt noch nichts gehört auf dem EVP-Gerät. Wir wissen, dass ihr da seid. Ihr könnt ruhig mit euch bemerkbar machen. Wir kommen in Frieden und wir wollen euch nichts tun. Wisst ihr, in welchem Jahr wir leben? Oder könnt ihr uns sagen, in welchem Jahr ihr hier gelebt habt?
Ihr werdet hier öfter besucht, stimmt das? Wollt ihr deswegen vielleicht nicht mit uns kommunizieren? Weil hier öfter Leute da sind. Ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt ziemlich nervig, wenn die Leute ständig hier, Euch stören. ja. Wenn jemand jetzt hier gerade bei uns ist, würden uns sehr freuen, wenn du uns vielleicht deinen Namen nennen würdest. Da war ein Schrein auf den EVP. Das habe ich sogar Hab ich auch gehört. gehört. Da war ein Schrein auf den EVP. Hab ich auch gehört. Warst du das gerade mit dem Schreien? Schöner Gänsehaut. Gibt es einen Grund, warum du oder jemand anderes gerade geschrien hat? Ihr oder du, ihr braucht euch keine Gedanken zu machen. Wir wollen hier nichts zerstören oder euch kaputt machen. Wir würden uns einfach nur gerne mit euch unterhalten. Ach, schöne Tränen in den Augen. Na gut, auf der Kamera sieht man es nicht. Noch einmal, wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn du dich irgendwie bemerkbar machen würdest. Was müssen die beide gleichzeitig flackern im Wind gehen? Ja gut, die sind ja unmittelbar beide. Ne? Die steht aber ein bisschen geschützter tatsächlich. Vielleicht fehlt es auch einfach an Vertrauen, dass du nicht mit uns sprechen willst oder möchtest. Wir möchten aber nochmal erwähnen, wir möchten hier nichts zerstören, euch nicht stören an sich. Wir möchten einfach nur eine Kommunikation aufbauen, um Näheres von dem Ort hier zu erfahren. Deshalb würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn wir eventuell das Vertrauen gewinnen könnten und ihr uns ein Zeichen gibt, dass ihr hier seid. Wir haben eben oben im Flur eine Gestalt einfangen können. Warst du das? Ich höre die ganze Zeit wie so Schritt oder Poltern von oben. Ja. Hast du gerade geklopft? Kannst du das nochmal machen? Das kennen wir das irgendwie aber auch. Dieses Poltern, als wenn das gerade irgendwie hier vom Nebenraum kam. Dieses Klopfen. Wird kälter. Da. Das war der René. Als wenn das von dieser Wand, direkt von der Hinterwand hier kam. Sollen wir uns mal da reinsetzen? Ich weiß nicht. Bist du hinter uns in dem Raum?
Hast du gerade das Klopfen oder Poltern von dir gegeben? Kann das sein? Jetzt muss man hinten rein. Gehen wir mal rüber. EVP-Gerät mit. K2. Gehen wir gerade rüber. Hier jetzt oder da? Da, von dieser Wand da hinten kam das. Hier. Als wenn ich von hinten, genau da, von hinter der Wand, wie als hätte jemand von hinten so, ja, nicht so ein Klopfen, sondern wie so ein, ja, so ein Poltern. Als wäre, käme das direkt von hinter mir. Kann aber auch von oben gekommen sein, ne? Ja, das ist halt, das Haus hat Schall überall, ne? Muss man mal rausfinden. In so Gebäuden, das klopfst du einmal, da hörst du das ganze Haus. Mal vielleicht Ja. nochmal nach oben gehen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Geh mal gerade nochmal nach oben. Vielleicht haben wir ja oben was. Ich würde sagen, die anderen lassen wir mal laufen. Kamera lassen wir mal hier stehen. Ja, endlich war es soweit. Meine erste offizielle PU. War ein sehr schönes und interessantes Gebäude. Muss früher noch viel schöner gewesen sein. Leider ist aufgrund von Vandalismus da nicht mehr viel von zu sehen. Meine Kollegen sind diesbezüglich ja erfahrener als ich. Dementsprechend wird man wahrscheinlich merken, dass ich hier und da ein bisschen aufgedreht und nervös war. Aber ich glaube, ich habe mich doch ganz gut geschlagen. Wir haben ja im Treppenhaus bei der EVP-Session mehrfach aus dem Dachgeschoss Schritte und auch Klopfen gehört. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, im Treppenhaus abzubrechen und mal nach oben zu gehen. Lasst euch mal vor. Ja, schon auf dem Weg nach oben vielleicht schon. EVP-Dachgeschoss. Das ist ja mal das Getränk abschieben. Weißt du, das hier wäre ein guten Ort für die Session gleich hier oben. Weißt du, mit dem Schall her. Ja, und würde ich sagen, fangen wir direkt dann hier an, mit dem Seelenflüsterer. Ja, weil wenn wir das unten machen, da sind die Fenster all offen und hier geht es noch. Hier sind wir von noch ein Ja, bisschen ja. Schallgeschützt, verstehst du? Können wir auch machen. Aber wir sind jetzt gerade genau über dem Flur. Das heißt, wo wir gerade eben die Schritte gehört haben. Genau. Ne? Ist hier irgendjemand gerade bei uns? Warst du das gerade eben mit den Schritten gewesen hier oben? Kannst du dich nochmal bemerkbar machen? Kannst dich auch gerne dem Gerät nähern, was der Andi in der Hand hält. Du kannst auch mit uns reden, dann bekommen wir das mit dem Gerät in meiner Hand zu hören. Wir haben dich gerade eben klar und deutlich hier oben gehört, dass hier oben jemand rumgegangen ist, Schritte gemacht hat. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn du das vielleicht jetzt mal nochmal machen könntest, während wir hier oben sind.
habe hier ein Gerät nochmal in der Hand, wo wir dich eben gesehen haben. Kannst du das mal irgendwie ausschlagen lassen? Und genau da in der Ecke hatten wir auch die Ja, ja. Gestalt mit der Kinect gehabt, ne? Deswegen. Und da haben wir auch das Bild aufgenommen. Ja. Kam von hier. Hast du hier oben gelebt, auf dem Dachboden, wo du dich gerade eben hier gezeigt hast? Schattenausschlag. Hast du einen Ausschlag gehabt? Ja, bis hier, aber ganz kurz nur. Wahnsinn. Kannst du das nochmal wiederholen? Kannst du dich nochmal dem Gerät nähern, was der Andi in der Hand hält? Nochmal die Frage, hast du hier oben gelebt auf dem Dachboden? Kann das sein? Hast du vielleicht hier gearbeitet? Gibt es vielleicht irgendwas, was du hier oben uns zeigen möchtest oder sagen möchtest? Warum gerade hier oben du dich bemerkbar machst mit Schritten? Oder sei es auf der Kamera, dass wir dich gesehen haben? Wo spielt sich das hier alles in der Ecke ab? Keine Ja, Ahnung. ne? Irgendwie. Ich kann nicht erklären, warum, aber aus irgendeinem Grund hat es uns alle drei oben am Dachboden in einen bestimmten Raum gezogen. Man hat sich auch irgendwie beobachtet gefühlt, immer wenn man daran vorbeigegangen ist. Und aufgrund dessen, dass wir da auch eine Gestalt auf der Kinect einfangen konnten, haben wir uns dann dazu entschieden, dort eine Session mit dem Seelenflüsterer zu machen. Hallo. Hallo, danke schön für deine Antwort. Kannst du uns vielleicht mal deinen Namen nennen? Danke. Hallo? Kannst du noch mal deinen Namen wiederholen, bitte? René, hast du gehört? Hast du gerade meinen Namen gesagt? Sarah auch, ne? Und? Weißt du auch, wie er hier heißt? Andi. Alter, ich geh kaputt. René. Dankeschön, dass du unseren Namen gesagt hast. Wir würden jetzt gerne auch deinen Namen hören. Kannst du uns den bitte mal nennen? Wir haben gerade eben einen Namen verstanden, kurz. Lara, Liane. Wir haben dich auch vorhin im Flur gesehen, also im Treppenhaus, als wir nach oben gegangen sind. Du kannst dich auch gerne mal darauf zeigen, nochmal im Flur. Hallo.
Bist du alleine oder seid ihr mehrere? Ich. Also nur du? Bist du ganz alleine hier? Kann das sein, dass du eine Frau bist? Andi? Möchtest du dem Andi was sagen? René? Hast du gerade Mama gesagt? Bist du ein Kind? Das ist vor Ort immer sehr schwer zu verstehen. Suchst du vielleicht deine Mama? Hast du Angst? Bist du ganz alleine hier? Andi. Ja, ich bin hier. Das hat man auch noch nicht gehabt, ne? Sowas? Mein Gott. Ja, es ist. Viele Sachen hörst du erst nach der Auswertung. Klar. René. Warum sagt ihr dauernd unsere Namen? Ich hab damit gehört. Ja. Seid ihr gerade hier am Herlaufen? Wir haben euch gerade gehört. Alter. Fast das gleiche Schreien, Was wir eben gehört was haben. wir eben gehört haben, ne? Ist dir hier was Schlimmes passiert? Ich bin. Bist du hier gestorben? Immer dieses Schreien. Was denn? Was? Tot. Wo, wenn du hier verstorben bist, wo war das denn? Ist das hier oben auf dem Dachboden passiert? Offen? Beobachtest du uns gerade? Andi. Gibt es etwas, was du dem Andi sagen möchtest? Kannst du uns vielleicht nochmal die Frage beantworten? Bist du ein Kind? Es lebt.
Ist das in Ordnung, wenn wir hier sind? Dass wir hier sitzen und mit euch reden hier in dem Haus? Sind hier mehrere Kinder? Vielleicht kann das auch sein, dass vielleicht die Mutter verstorben ist hier. Oder umgekehrt. Oder Das- verloren wird. Ja, aber hat ja eben Mama gesagt. Vielleicht, dass das Kind jetzt die Mutter sucht und dass das hier irgendwie dann festhängt und befindet sich in der Schleife. Suchst du deine Mama? Hat deine Mama einen Namen? Vielleicht können wir eventuell mit ihr sprechen. Kommt her. Wir müssten deinen Namen wissen, damit wir vielleicht mit deiner Mutter sprechen könnten. Irgendwann? Bist du noch bei uns? Hallo? Wie viele seid ihr gerade hier? Kann das sein, dass ihr wirklich mehrere seid? Sophie? Hast du gerade Sophie gesagt? Hilfe. Ist Sophie dein Name? Angst. Angst, Hilfe, Sophie. Wer ist denn diese Sophie? Heißt deine Mama Sophie? Freund? Wow, was ist das? Was denn? Hier ist gerade irgendwas. Boah, Was denn? guck doch mal. Fledermaus. Das ist eine Fledermaus. Leck, ich hab mich erschrocken, Mann. Oh, die wird doch angezogen. Ist doch normal. Juli, hallo sagen. Hallo. Das ist nur eine Fledermaus. Kind. Also schon Also Kind, Sophie, Angst. Angst und Hilfe. Ist Sophie vielleicht deine Tochter? Ist deine Tochter, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass deine Tochter Sophie heißt, bist du früher verstorben oder ist sie verstorben und du suchst sie jetzt?
2. Hier liegen 2 Stück rum. Oh ja, die machen doch nichts. Das ist ein bisschen schlimmer. Andi. Wie ist denn dein Name, wenn du Sophie suchst? Wenn du die Mama bist, kannst du uns mal deinen Namen sagen? Was war das? Hab's gehört. Fledermäuse. Das hat sich aber jetzt nicht angehört wie Fledermäuse. Fledermäuse können nicht so einen Krach machen. Ja, die ist gerade über uns, aber das hat sich eher angehört wie so ein Poltern oder sowas. Ja, ein Tier angehört. Sophie, bist du noch bei uns? Uns ist ziemlich schnell aufgefallen, dass nicht nur die Stimmung unter uns kippt, sondern dass wir auch Rückmeldungen hatten, die jetzt nicht sehr positiv waren. So, die Stimmung wurde aggressiver, bösartiger und bis dann irgendwann der Punkt kam, wo jemand was von mir wollte, ja, da wurde es etwas unheimlich. It is finished. Kannst du uns nochmal die Frage beantworten, ob das in Ordnung, dass wir hier sind? Wie alt bist du denn? 9? Wenn du 9 Jahre alt bist, weißt du denn, in welchem Jahr du lebst? Bitte komm. Wohin soll mir denn kommen? Der Andi soll kommen. Komm, Wohin soll der Andi denn kommen? ist egal. Was willst du denn mit dem Andi? Er will auch. Er will auch? Was will ich denn? Ja, 2 Schläge. Bist du gerade hier beim Andi? Kann das sein? Warst du gerade in der Nähe vom Andi und hast das Gerät ausschlagen lassen? Die knickt und dreh die mal rum. Auf mich. Bringt nichts. So.
Bist du hier gerade beim Andi? Stehst du vielleicht hinter dem Andi? Rechts von mir ist es gerade eiskalt, ne? Ich merke gerade auch, da wird gerade wie so ein Schauer gerade über den Rücken. Hier ist läuft. jemand im Raum. Wir sind hier nicht alleine. Definitiv. Stehst du hier hinten, hinterm Andi? Kann das sein? Ich bin mal wieder hier in diese Ecke. Ja, bringt Wo bist du gerade? Bist du hier gerade bei uns hier im Raum? Du hast gerade eben öfters Andi gesagt. Was willst du denn mit dem Andi? Also wir stellen mich schon mal in die Flur rein. Ich guck jetzt mal in die Richtung. Hallo? Gib uns mal bitte eine Antwort, warum der Andi mitkommen soll. Wohin? Der Andi kann nicht zu euch kommen. Dann müsst ihr zu mir kommen. Wir können gerne mit euch sprechen, aber zu euch können wir nicht kommen. Kommt doch zu mir. Bein, ich sag, was ist das? Nichts gedacht. Hat sich so angehört, ja. Wer ist denn hier gerade bei uns? Und Welche Namen meinst du denn? Unsere Namen? Wer war da oben oder so? Wo bist du jetzt? Bist du hier oben in diesem Stockwerk? Kannst du uns mal bitte eine Antwort geben? Gerade das Gefühl, dass gerade so etwas nicht Freundliches sehe mit uns sprechen. Mit euch wollen wir nicht sprechen. Wir möchten bitte, dass ihr weggeht. ja, Wir möchten gerne wieder mit Sophie oder mit Sophies Mama sprechen, aber nicht mit euch. Wir werden auch nicht zu euch kommen. Boah, wird gerade irgendwie, ja, eiskalt. mir Ne? wird gerade eiskalt und immer unwohler. Probiert ihr uns gerade Angst zu machen? Ja. Wir haben keine Angst vor euch. Wir werden auch nicht mit euch sprechen. Wir möchten bitte mit den anderen sehen wieder sprechen. Mit Sophie oder mit Sophies Mama. Aber nicht mit euch. Wir möchten gern, dass ihr den Ort hier verlassen tut. Der wohnt?
Sophie, bist du wieder bei uns? Ich will sehen. Wen willst du sehen? Siehst du uns? Wo bist du denn? Hier. Wo hier? Wo ist hier? Boah, was war das? Wäre ein bisschen aggressiv. Ja, ich habe auch mal gefühlt, dass wir aggressiver werden, ne? Andi. Stehst du hier gerade irgendwo im Raum? Kannst du dich dem Gerät mal nähern, damit wir sehen, dass du wirklich hier gerade ganz genau in der Nähe bist? Lass doch mal das Gerät ausschlagen. Habt ihr doch eben schon gemacht, wie das Gerät auf meinem Bein gelegen hat. Hinter dem Andi? Was möchtest du von dem Andi? Das war krass. Direkt über deinem Kopf. War direkt ausschlaggebend. Wo kann ich Also er steht, anscheinend steht jemand direkt hinter dir. Ja, mach die Kinect halt immer bitte auf mich. Das hat, was ich eben gesagt habe. muss aber der René darf nicht mitmachen. Kannst du das Gerät nochmal ausschlagen lassen, wenn du wirklich hinter dem Andi stehst? Halt die mal hoch über meinen Kopf. Oder sieht man mich? Ja, ja. Lass das Gerät nochmal ausschlagen. Nimm mal deine ganze Kraft zusammen, wenn du wirklich hinter dem Hallo. Andi stehst. Ja, hallo. Ich bleib hier sitzen. Wenn ihr was wollt, dann müsst ihr zu mir kommen. Ja, das ist Wahnsinn, das merkt man auch voll, dass hier total kalt wird auf einmal. Aber ich habe jetzt keine Ausschläge mehr. Kannst du noch mal dich dem Andi nähern? Kannst du das Gerät noch mal ausschlagen lassen? Genau über deinem Kopf hatte ich den Ausschlag gehabt eben. Nimm deine ganze Kraft nochmal zusammen. Näher dich dem Andi bitte nochmal. Ja? Jetzt ist alles gut. Du kannst dich auch auf dem Gerät zeigen mit der Kamera, dann können wir dich auch sehen. Wir haben auch noch eine andere Kamera darauf richten, dann können wir dich auch sehen. Kannst du mal versuchen, mich zu berühren? Meine Schulter, mein Rücken, mein Bein? Das kannst du mal fest. Vor dich. Kleines Kind. Alles gut? Ja. Bist du noch bei uns hier im Raum? Bist du noch da? Das ist wieder der
geh weg. Ist das kleine Kind jetzt wieder bei uns? Sophie, bist du das? Nein. Wer ist denn da? Sammy? Sam. Ich frag noch einmal, wer ist denn da? Aber es wird auch gerade wieder so ein bisschen wärmer, ne? Also ich merke jetzt nicht mehr Die Eiskälte da. so diese heiße Kälte. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal hinter dich gehe. Ne, ist jetzt irgendwie ist das weg. Ja, Ja, vorhin war der eiskalt hier auf einmal. Das war ja Wahnsinn gewesen. wollen jetzt nichts mehr mit dem Essen zu tun haben. Anscheinend habt ihr den Raum verlassen. Falls ihr uns noch was sagen möchtet, dann könnt ihr das gerne jetzt tun. Wir danken euch für eure Rückmeldungen. Wir machen das Gerät dann jetzt mal aus und werden den Raum verlassen. Dankeschön. Danke.